Herzlich willkommen, virtuelle Weltenerkunder, VR-Liebhaber und Freunde des freien Falls. Ich bin Soshiro und ja, wie ihr richtig seht, habe ich momentan ein Brett vor dem Kopf. Der Grund ist ganz einfach, und zwar wir beschäftigen uns heute mit einem Oldie, Richie's Blank Experience. Und die meisten werden es schon kennen und da kann man ein bisschen neuen Pep reinbringen. Und zwar nehme ich das immer ganz gerne, um den Leuten in VR so die ersten Eindrücke zu gewähren. Und zwar, wie kriege ich tatsächlich reale Gefühle in der VR-Welt? Und in dem Fall ist es das Gefühl der Höhe oder im schlimmsten Fall einfach das Gefühl des freien Falls. Und um da ein bisschen mehr Pep reinzubringen, dafür habe ich dieses Brett. Ja, ich habe einfach eine Terrassendiele genommen, ca. 1,30 Meter lang, und habe mir die zurechtgesägt, das Ganze mit Lasur überstrichen. Und ja, das ganze Material kriegt ihr im Baumarkt und das für wenig Geld. Ja, aber das Besondere an der ganzen Geschichte ist die Rückseite. Hier habe ich zwei unterschiedliche Schaumstoffarten genommen und davon mir dann mehrere Stück zusammengeschnitten und die hinten angebracht mit jeweils einer Schraube und einer Unterlegscheibe, damit das Ganze auch schön fest ist und die Schraube nicht rausreißt. Ja, warum habe ich das gemacht und warum habe ich zwei unterschiedliche Schaumstoffarten genommen? Relativ einfach. Das bringt mehr so dieses Schwankgefühl rein, wenn man über das Brett geht. Und das Material, auch das, kriegt ihr im Baumarkt oder die andere Variante von Verpackungsmaterial. Also ich hatte noch altes Verpackungsmaterial da und habe dann ein bisschen Upcycling betrieben. Ja, wie man das Ganze dann also nutzt in VR, das gucken wir uns jetzt an. Also wir sind keine Dünnbrettbohrer, wir legen direkt los. Alles klar, bis gleich. Ja, da sind wir auch schon in der VR und wir gehen jetzt einfach bei mir rein und gucken dann mal Richie's Blank. Da haben wir es. Startet in der altbekannten Manier mit der schönen Aussicht und dann müssen wir das Ganze noch auf Deutsch umstellen. Beziehungsweise bei mir war es ja schon auf Deutsch. Okay, und dann kommt das Wichtige, und zwar die Einrichtung der Planke. Da müssen wir sagen, wie lang sie ist. Das war ja bei mir ca. 1,30 Meter. Und die Breite. Also bei mir ist sie 14,5 ungefähr breit. Ja, können wir so lassen. Wir machen es ein bisschen weniger, 14, das macht das spannender. So, jetzt müssen wir festlegen, wo die Planke startet, beziehungsweise wo sie endet. Dafür hebe ich kurz mal mein So, also sie ist direkt vor mir. Und da ist das Ende. So, wir gehen zurück. Jetzt nehmen wir den Start. Ja, es kommt schon so hin. So. Jo, das müsste es jetzt sein. Dann können wir die Höhe noch ein bisschen anheben, da ich ja den Schaumstoff darunter habe. Kann man mit dem Fuß mal fühlen, ob das passt. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das Ende gefällt mir nicht. Warum steht das hier so ab? So. Gucken wir mal. Jo, das müsste hinhauen. Also das Ausrichten am Anfang ist ein bisschen kompliziert und ich muss noch ein bisschen drehen. So. Da wäre natürlich schön, wenn das Ganze den Pass-Through nutzen würde. Das wäre ein Traum. Aber jetzt haben wir die Planke eingerichtet. Also jetzt kann es fröhlich losgehen. Ja, wir sind in der altbekannten Umgebung. Wir sehen das Ganze hier. Ich will jetzt nicht hier großartig raustreten, aber das kennen wir ja alles. Wir sind also im Aufzug drin und dann fahren wir mal hoch zur Planke.
So. Ja, da sind wir jetzt. Okay. Ja, also mit einer echten Planke ist das schon eindeutig spannender, vor allem mit dem Schaumstoff darunter, wo das Ganze dann auch noch wackelt. Wow. Also das ist schon echt was ganz anderes. Okay. Gucken wir mal, ob wir zurückkommen, ohne runterzufallen. Jo, und da ist es schon um mich geschehen. Tja, das war's. Aber das will ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Wir gehen also mal wieder zurück in den Aufzug. Einmal hin und zurück müssen wir ja hinkriegen. Aber ihr seht schon, also mit echtem Brett ist es viel, viel schwerer, das Ganze. Und bringt auch nochmal so einen neuen Kick rein. Okay. Also nach vorne gehen ist immer noch ganz einfach. Okay. Jetzt probieren wir mal. Wow. Also zurück ist echt. Mit dem Schaumstoff, das ist schon eine lustige Geschichte. Und wieder einen Aufzug geschafft. Gott sei Dank. Ja, das war es im Grunde schon. Also das wollte ich euch nur mal gezeigt haben. Und wie gesagt, wenn man dann Leute, die noch kein VR kennen oder sowas, ist das halt immer ein schöner Einstieg. Oder was heißt Einstieg? Das ist immer so ein bisschen was Besonderes, weil man da halt tatsächlich reale Gefühle, die in VR entwickelt werden, übertragen kann. Und für jemanden, der Höhenangst hat, ist das natürlich nichts. Aber sag mal, wer da mit Höhe an sich keine Probleme hat, ist das doch ein ganz lustiges Gimmick, was man mal machen kann. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut!